Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Abud und Jens Rieber. Die Tagesthemen am Freitagabend. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend auch von mir. Viele Antworten lieferte sie heute nicht, obwohl nicht nur die Kabinettskollegen darauf warten. Denn bis zum Monatsende soll ja die geplante Kindergrundsicherung stehen, die Familienministerin Lisa Paus auf den Weg gebracht hat. Sie fordert mehr Geld etwa für Kinder, die von Armut bedroht sind und hat deswegen ihre Zustimmung zum Wachstumschancengesetz von FDP-Finanzminister Lindner erstmal verweigert. Zuspruch bekam Paus heute von der Diakonie. Die hat vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung berechnen lassen, was Kinderarmut langfristig kostet. Die Forscher sind überzeugt, wenn man Kinderarmut heute nicht bekämpft, wird es morgen um ein Vielfaches teurer. Gabriele Dunkel berichtet. Freizeit, Lernen, Essen und Zusammenhalt. Immer mehr benachteiligte Kinder und Jugendliche nutzen Angebote wie die der Arche hier in Berlin. Deutschlandweit erreicht die Arche an 28 Standorten mehr als 5000 Kinder und Jugendliche. Ein kleiner Teil nur derer, die in Deutschland tatsächlich Hilfe und Unterstützung benötigen. Wer an Kindern spart, zahlt später drauf. Das ist kurz das Ergebnis der Studie zu den gesellschaftlichen und finanziellen Folgekosten von Kinderarmut. Nur gesunde, gut ausgebildete Kinder haben deutlich bessere Chancen, sich dann auch selbstständiges Leben mit hoffentlich höheren Einkommen und einer geringeren Abhängigkeit von staatlichen Hilfen aufzubauen. Frühzeitige Investitionen sichern ihre sozialen und ihre ökonomischen Chancen und ersparen damit dem Sozialstaat und der Bundesrepublik Deutschland weitaus höhere Folge- und Reparaturkosten. 2016 lägen etwa die direkten und indirekten Kosten im Zusammenhang mit Adipositas bei jährlich mehr als 60 Milliarden Euro, denn das Risiko für starkes Übergewicht steige durch Kinderarmut. Die Studie rechnet vor, wie Kinderarmut bekämpft werden könnte. Derzeit sind 11,2% der Familien mit 2 Kindern armutsgefährdet. Durch die von der Bundesregierung geplante Kindergrundsicherung und einfacheren Zugang zu Leistungen wären es nur noch 10,3%. Erhielten die Familien pro Kind einen weiteren monatlichen Zuschuss pro Kind von 50 Euro, sinke die Quote auf 9,4 und bei einem Zuschuss von 100 Euro auf 8,5. Die Diakonie fordert deshalb mehr als 20 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung. Diese Summe sei nicht drin, das hat der Finanzminister in den letzten Monaten schon klargemacht. Erst erwirtschaften, bevor es verteilt werden könne. Auf diesem Standpunkt bleibt die FDP. Wir können uns in der jetzigen Situation nicht eine Ausweitung des Sozialstaates erlauben. Das geht nicht, sondern derzeit geht es darum, den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder zukunftsfähig, wieder wettbewerbsfähig zu machen, damit wir überhaupt in der Lage sind, gute Jobs zu haben, damit die Menschen dementsprechend auch später ihre Familien durch Jobs, Arbeit ernähren können. Ich glaube nicht, dass wir Kinderarmut effektiv bekämpfen, indem wir einfach pauschal den Eltern irgendwelche Summen überweisen. Das ist aus meiner Sicht keine überzeugende Lösung. Welche Lösung nun genau aus dem grünen Familienministerium bei Kanzler und Finanzminister auf den Tischen liegt, dazu heute kein Wort. Seit letztem Freitag liegt der Entwurf vor. Beim Besuch in Salzburg daher die konkrete Nachfrage. Kleiner Gruß aus Berlin. Stimmt es, dass Sie den Gesetzentwurf von Frau Paus schon gelesen haben? Da habe ich sehr dafür gesorgt, dass es einen großen Fortschritt gibt. Und wie ich schon bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt habe, wir sind mit 99%, vielleicht sind es nur 98%, je nachdem, was man zählt, fertig. Den Rest schaffen wir auch noch. Die zuständige Ministerin nutzt die Gelegenheit für eine Pressekonferenz, wird aber auch nicht konkreter, was die Finanzierung angeht. Sie besteht aus einem Garantiebetrag für alle Kinder und dem Zusatzbetrag, der sich nach dem Einkommen der Familie richtet. Wer mehr Hilfe benötigt, bekommt auch mehr Unterstützung. Gleichzeitig bietet der Zusatzbetrag jedoch auch Anreize für Erwerbsarbeit der Eltern. Nachfragen waren nicht zugelassen. So geht das Ratespiel um die Details des größten sozialpolitischen Projekts der Ampel vorerst weiter. Schalten wir zu unserem Hauptstadtstudio zu Justus Kliss. Eine Höhe, wie viele Milliarden die Bundesregierung für die Kindergrundsicherung ausgeben könnte, hat die Ministerin Paus ja nicht genannt. Sie wollte ja ursprünglich mal 12 Milliarden haben. Lindner hat nur 2 eingestellt. Auf wie viel könnte es denn jetzt hinauslaufen?
Also ich denke, es werden deutlich weniger als 12 Milliarden, aber etwas mehr als 2 Milliarden. Es kursiert schon eine Zahl derzeit, für die ich aber noch keine Bestätigung habe. In einem Online-Medium ist von 3,5 Milliarden die Rede, die Kindergrundsicherung im Jahr 2025 kosten soll. Da sind aber wohl noch nicht alle Berechnungen mit drin, die in die Kosten noch einfließen könnten. Also könnte sich diese Zahl möglicherweise auch noch verändern. Das Veto der grünen Ministerin Paus gegen das Wachstumschancengesetz von Lindner haben viele in der FDP als einen Erpressungsversuch gesehen. Wie will denn diese Bundesregierung wieder in einen konstruktiven Modus kommen? Also am Ende, und ich glaube, da kann man von ausgehen, wird sich das Kabinett auf beide Gesetzentwürfe einigen. Zu groß wäre tatsächlich der Ansehensverlust, wenn sie aus eher parteitaktischen Gründen scheitern würden. Vor allem beim Prestigeprojekt Kindergrundsicherung. Und dass man sich mal inhaltlich nicht einig ist, auch am Kabinettstisch, ist an und für sich gar nicht so ungewöhnlich. Allerdings ist der Zeitpunkt denkbar ungünstig. Wir erinnern uns, vor der Sommerpause gab es ja schon monatelang Streit um das Gebäudeenergiegesetz und damals stimmte Christian Lindner zwar dazu, überließ es dann aber der FDP-Fraktion, das GEG zu zerpflücken und das ist dann mühsam eingefangen worden. Am Ende gab es eine Einigung und vor der Sommerpause hieß es dann, hier in Berlin, es kühlen sich jetzt erstmal alle ab und dann geht es nach der Sommerpause geschlossen weiter. Aber die Koalitionspartner haben sich die Zeit nicht offensichtlich genutzt oder ausgetauscht. Und man hat schon den Eindruck, dass in der Koalition jetzt eher die Kräfte noch mehr auseinanderdriften, als dass sie zusammengehalten werden, zum Beispiel von einem starken Kanzler. Paus hat also diesem einen Gesetz nicht zugestimmt, das aber der grüne Vizekanzler Habeck gebilligt hatte. Heißt das jetzt, dass die Grünen sich selbst nicht mehr so grün sind? Ja, Lisa Paus hat ja als Bundesfamilienministerin für ihr Handeln von der Bundestagsfraktion der Bündnis 90 Die Grünen Rückendeckung bekommen und auch tatsächlich in Teilen der SPD findet so manche aus dem linken Flügel, dass gegen Kinderarmut in Deutschland mehr gemacht werden müsste. Aber natürlich hat sie damit der eigenen grünen Parteispitze und auch Vizekanzler und Wirtschaftsminister Habeck alles andere als einen Gefallen getan. Zumal der ja grünes Licht zu dem Gesetz im Vorfeld gegeben hatte. Und denn sie hat damit ein Signal ausgesandt. Wir Grüne singen, wie man hier in Berlin so schön sagt, nicht von einem Liedblatt. Das macht es in der schon schwierigen Dreierkonstellation FDP, SPD, Grüne für zukünftige Aufgaben auch nicht einfacher und fördert vermutlich eher das Misstrauen untereinander als das nötige Vertrauen. Und im schlechtesten Fall ist das eben auch keine besonders gute Werbung für eine Demokratie, die die Probleme der Menschen löst. Einschätzungen von